Ich möchte Sie damit auf unserer Pressekonferenz begrüßen. Wir wollen heute die Wirkung der Beschneidungskampagnen in Afrika betrachten. Auf dem Podium sitzen neben mir Christian Bahls als ersten Vorsitzender von Mogus e.V., eine Stimme für Betroffene, Dr. Ulrich Fegele vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte, daneben Max Fisch vom VMMC Experience Project, Prinz Hilary Maloba aus Kenia, auch vom VMMC Experience Project, daneben Kennedy Ovino Ojambo, auch aus Kenia, er ist Vorsitzender von Intact Kenia. Neben ihm sitzt Dr. Ida Nabet-Tregger. Ist Jutta. Oh, I have it in the wrong order, I'm sorry. So, that is Dr. Jutta Reisinger. Sie ist Allgemeinmedizinerin bei der Aktion Regen, Verein für Entwicklungszusammenarbeit, sexuelle und reproduktive Gesundheit, Familienplanung und HIV-Prävention aus Wien. Sie arbeitet in Afrika. Unser letzter Sprecher wird dann eben Dr. Ida Nabet-Tregger sein. Sie ist Referentin im Fachreferat Weibliche Genitalverstümmelung in Terre de Femme, Menschenrechte für die Frau e.V. Insbesondere möchte ich unseren Gästen aus Kenia und den USA danken, dass sie den Weg hierher auf sich genommen haben, um über dieses Thema zu sprechen. Am Anfang, wenn man sich die Frage stellt, warum lädt ein Verein wie Mogus ein solches Podium ein? Mogus ist ein Verein von Betroffenen von Eingriffen in die sexuelle Selbstbestimmung im Kindesalter, insbesondere sexualisierte Gewalt, sexueller Missbrauch und sexuelle Ausbeutung. Wir haben uns also 2009 als Opferverband von Opfern sexuellen Missbrauchs gegründet und waren dann auch 2010, 2011 mit 2 Mitgliedern am runden Tisch zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs in Deutschland vertreten, auch in den Unterarbeitsgruppen. Wir arbeiten an dem Thema seit 2010. Ich war damals auf einem Menschenrechtskongress in Brüssel und habe mich halt gefragt, warum es dort immer nur um weibliche Genitalverstümmelung geht und warum man nicht darüber spricht, dass auch an den Genitalien von Jungen Gewebe entfernt wird, ohne dass sie einwilligen können oder eben ohne dass sie das auch wollen. Ich habe dann 2012 in der Debatte um die Beschneidung in Deutschland eingeladen, dass die Beschneidungsbetroffenen bei uns im Verein einen Facharbeitskreis bilden. Der besteht seit 2008, der bestand schon in der Debatte, der besteht seit August 2012 besteht in Mogus e.V. der Facharbeitskreis Beschneidungsbetroffener, der auch versucht hat, sich in die parlamentarische Debatte einzubringen, aber verschiedentlich nicht gehört und ausgeladen wurde. Viel von dem, was ich vorher schon geahnt hatte, durch meine Arbeit mit gewaltbetroffenen Männern, was ich mir so herleiten konnte, was das für Folgen für Jungen und Männer haben kann, also welche Folgen Beschneidung haben kann, wurde mir dann auch plastisch vor Augen geführt im Kontakt mit den beschneidungsbetroffenen Männern. Es ist sehr interessant, diese Traumatisierung, die aus einer Beschneidung erwachsen kann, die ist auch inzwischen doch allgemein anerkannte Meinung. Zum Beispiel hat gestern Professor Landsmann vom Berufsverband Jüdische Mediziner gesagt, es ist sicherlich nachvollziehbar, dass eine religiöse oder auch medizinisch implizierte Beschneidung im Vorschul- oder Schulalter als Traumatisierung empfunden werden kann. Weiterhin sagt er, den Betroffenen gebührt uneingeschränkte Unterstützung bei der Bewältigung ihrer posttraumatischen Belastungsstörung. Wie gesagt von Professor Rotem Landsmann, Vorsitzender des Bundesverbandes Jüdischer Mediziner, gestern in RP Online, können Sie online finden. Ein Mitglied von uns sagt dazu auch, warum habt ihr Deutschen, die ihr schon Kindern im Mutterleib Mozart vorspielt, zugelassen, dass ich beschnitten wurde? Und es ist auch die Frage hier, so viel wie wir hier in Europa wissen über Beschneidung, wie kann es sein, dass wir zulassen, was dort in Afrika passiert? Das ist dieselbe Frage. Wir, die wir eigentlich über Kinderrechte sozusagen schon recht viel wissen und diese Debatten auch schon sehr lange führen, ist die Frage, warum schützen wir die Kinder nicht? Besonders nennen möchte ich in diesem Zusammenhang UNICEF. Wir sind zusammen mit UNICEF in Deutschland Mitglied der National Coalition zur Umsetzung der der Kinderrechtskonvention der UNO. Und sozusagen wir arbeiten zusammen mit UNICEF eigentlich daran, dass Kinder gehört werden und dass die Rechte von Kindern gewahrt werden. Nun ist es aber so, was ich Ihnen da zeige, ist die erste Folie eines Vortrages, der von einem UNICEF-Mitglied
an einer Arbeitsgruppe 2014 zur Beschneidung von Jungen vorgetragen wurde. Und das Problem ist, dass gerade eben UNICEF, die eigentlich ja es am besten wissen sollten, wenn es um die Kinderrechte geht, selber in Afrika Kinder beschneidet. Und zwar arbeiten die an einem Programm, das heißt EIMC, Early Infant Medical Circumcision. Und in diesem Programm werden Kleinkinder bis zum Alter von 60 Tagen beschnitten. Insofern ist diese Titelseite, die ist ein bisschen misleading. Im Swasiland sind sie etwas ehrlicher. Da sieht man halt diesen Mann, der sein Kind halt schützend auf dem Arm hält, der eben Beschneidungen bewirbt. Und wie Sie rechts in der Spalte auch sehen können, UNICEF ist sich völlig gewahr, was sozusagen gegen Beschneidung von Kleinkindern spricht. Insbesondere der letzte Punkt, da können Sie sehen, dass UNICEF auch gewahr ist, dass es eine Kinderrechtsverletzung sein könnte und insbesondere die Selbstbestimmung des Kindes verletzt, Kinder zu beschneiden. Sie wissen eigentlich, dass es die Selbstbestimmungsrechte des Kindes verletzt. Und sie machen es trotzdem. Also, wie sieht das aus, wenn man jetzt mal sozusagen Kampagne und Wirklichkeit vergleicht? Links sehen Sie sozusagen Kampagne im Swasiland, rechts ist das, was es eigentlich bedeutet. Wenn Sie ein Kleinkind beschneiden wollen, dann halten Sie es entweder fest oder Sie binden es fest. Das Gerät, was Sie da sehen, das ist ein Circumstraint. Das ist vom Marktführer für diese Geräte, Olympic. Das finden Sie sofort, wenn Sie im Internet nach Circumstraint suchen. Und das ist die Realität. Das ist die Realität von dem, was UNICEF in Afrika macht. Und Sie müssen das jetzt vielleicht für ein paar Sekunden ertragen. Das dauert bei dem kleinen Kind ein paar Minuten länger. So, deswegen das nächste Mal, wenn Sie zu Weihnachten eine Karte von UNICEF kaufen, dann sollten Sie wissen, dass Sie solche Maßnahmen in Afrika finanzieren. Das nächste Mal, wenn Sie UNICEF Deutschland Geld spenden, können Sie sicher sein, dass 80% von dem, was Sie in Deutschland spenden, geht an diese Programme, an die internationalen Programme und unter anderem eben in die Beschneidung von Kleinkindern in